Hallo ihr Schachstreber! In diesem Video zeige ich euch, wie man mit dem Turm Schachmatt setzen kann. Wie wir gesehen haben, wenn man mit Turm und Dame Matt setzt oder nur mit der Dame, haben wir sogenannten Absperrungsverfahren benutzt, um das Ziel zu erreichen. Also dieses Absperrungsverfahren werden wir auch machen, also wenn wir mit dem Turm Schachmatt setzen werden. Das heißt, mein erster Zug ist Turm A3 und nach dem Zug sperre ich die dritte Reihe für den schwarzen König ab. Das heißt, wenn der schwarze König beliebig viele Züge hätte, kommt er nicht auf die dritte Reihe. So, jetzt hat Schwarz drei Möglichkeiten. Also er kann mit dem König Richtung rechts gehen oder beziehungsweise auf G4. Er kann in sogenannte Opposition gehen oder die vierte Reihe verlassen und auf einen von diesen drei Felder auf die fünfte Reihe gehen. Das heißt, wenn der König auf G4 geht, wir werden mit unserem König den gegnerischen König verfolgen. Das heißt, Weiß spielt König F2. Wir gehen davon aus, dass er weiter nach H4 geht, dann machen wir König G2 und dadurch zwingen wir den schwarzen König wieder zurückzugehen. Also wenn er auf G4 geht, jetzt haben wir das Ziel erreicht, also das heißt, die Könige stehen in der Opposition, das heißt, der schwarze König kann nicht mehr nach vorne, weil der weiße König die Felder kontrolliert und dann können wir mit unserem Turm Schach setzen. Okay, gehen wir ein paar Schritte zurück. Das heißt, wenn er in dieser Situation König E4 spielt, dann können wir sofort mit dem Turm Schach setzen und dann muss der schwarze König also rückwärts gehen oder beziehungsweise die vierte Reihe verlassen. Also wenn er das sofort macht, von der Ausgangsstellung, spielt König E5 zum Beispiel, dann machen wir trotzdem Turm A4 und dann sperren wir die vierte Reihe ab. Wie geht es weiter? Also das heißt, wir gehen davon aus, dass Schwarz zum Beispiel mit dem König auf D5 geht. Wir gehen mit dem König einen Schritt nach vorne, er geht Richtung unseren Turm und dann ziehen wir mit dem Turm ganz auf die andere Seite. Sagen wir, er spielt König C5 und die Situation ist ganz wichtig, also wenn er König C5 spielt, dann können wir mit dem Turm ein Tempo verlieren. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Situation in die Opposition gehen, dann kann Schwarz König D5 spielen und wir erreichen die Opposition nicht in so einem Fall, dass Weiß am Zug ist. Das heißt, in der Situation werde ich dann einfach Turm G4 spielen und dann zwinge ich den Schwarzen irgendwann mal in die Opposition zu kommen. Also wenn er König D5 spielt, machen wir Turm G5 und dann haben wir das Ziel erreicht. Er muss die fünfte Reihe dann verlassen. Also wenn er König B5 spielt, verfolgen wir den schwarzen König und dann kommt wieder Turm G5. Und das ganze Verfahren wiederholen wir. So sagen wir Turm A5, wir verfolgen den König, bis er irgendwann mal in die Opposition kommt, schon wieder Schach. Wir haben jetzt die sechste Reihe unter Kontrolle und wir verfolgen die ganze Zeit den schwarzen König, mit dem weißen König. Turm H6, König C7, schon wieder ein Tempo verlieren. Nehmen wir an, dass er in die Opposition sofort geht. Wir geben Schach, er geht einen Schritt zurück. Wir gehen auf E6 und verfolgen wieder den schwarzen König. Zwingen wir ihn irgendwann mal in die Opposition zu kommen. Und dann setzen wir Schachmatt ein, weil die neunte Reihe nicht mehr existiert. Vielen Dank für Zuschauen.